Ich bin ein schwuler Mann, das ist einfach nur eine Tatsache, die für mich völlig stimmig ist. Dazu sollte kein Selbstbewusstsein nötig sein, und ich setze einfach voraus, dass das respektiert wird. Ich fühle mich nicht als Teil der queeren Community, weil das Thema Beeinträchtigung oft gezielt ausgeblendet wird. Ich heiße Manfred und habe eine fortschreitende Muskeldystrophie. Das wurde uns auf der Trauung in Kreischer auf der Gitarre vorgespielt. Diskriminierungen erlebe ich hauptsächlich wegen der Behinderung, verbale Angriffe oder einfach ausgeblendet und marginalisiert werden. Ich glaube, Behinderte werden zum Teil sogar beiseite geschoben, was auch viel mit Uninformiertheit zu tun hat. Behinderte tauchen oft nicht in den Medien auf, und wenn über sie berichtet wird, stehen Klischees und Vorurteile im Vordergrund. Behinderte können auch schön sein, aber eben nicht so genormt, nicht der überbewerteten wahren Ästhetik entsprechend. Und es ist auf der einen Seite auch so traurig, so das sagen zu müssen. Es war wie eine Offenbarung für mich. Wir fangen an und dann sagen die so, Erwin, krass, das ist gerade magisch. Das ist echt unfassbar. Da war irgendwie auf einmal was entstanden, was echt so, ja, alles so gepackt hat, weil das so authentisch war. Ich wünsche mir beispielsweise, dass Behinderte in der queeren Szene aufgefangen werden, wenn sie an ihrem Coming-out arbeiten. Ich hatte damals kaum Rückhalt. Und dass es auch für Behinderte in der Szene einen Safe Space gibt, ohne irgendwelche Formen von Gewalt und Barrieren. Nicht für mich persönlich, ich habe mich durchgeschlagen. Jetzt noch muss ich mir anhören, du, aber Erwin, nee, also Behinderung so im Film und Fernsehen, das sehen wir gerade nicht. So, wer weiß, ob Behinderung nicht der nächste Hype sein wird. So, aber bei Behinderung kann man sich halt nicht so gut ein Schleifchen umbinden oder eine Fahne aufhängen, die Regenbogenfahne oder Black Lives Matter. Und deshalb ist es vielleicht noch nicht so ein Marketing-Trick geworden. Ich bin Mensch mit Behinderung, schwul und aus einer muslimischen Familie stammt. Wenn wir sagen, wir sind jetzt so eine liberale, tolerante Gesellschaft, dass wir queeres Leben ja als Teil der Gesellschaft ansehen, aber manchen Menschen diese Möglichkeiten verwehrt bleiben.
Das ist doch Kacke. Ich denke, wir sollten einfach zurück zu dem, worum es eigentlich geht, nämlich um eine Menschenrechtsbewegung. Also diese Buchstaben LGBTQ und so weiter, die sind ja im Prinzip eine Allianz gewesen, politischer Art. Diese Buchstaben sind ja alle tatsächlich sehr unterschiedliche Personengruppen. Aber wir kämpfen für eine Sache und daran sollten wir uns erinnern. Dann gibt es irgendwie Pride Month und dann hängen alle ihre Regenbogenfahnen raus. Dann machen alle auf inklusiv und so. Aber im Endeffekt an der Bezahlung oder an deinen Teams oder wie die Toiletten sind oder strukturell gibt's da wenig Veränderung. So, wo ich mir auch manchmal denke, so, heutzutage werden auch viele Sachen, die kommen dann kurz hoch, sind dann so ein Trend, werden kurz aufgegriffen, dann gibt es viele Dokumentationen darüber und dann fällt es auch wieder ab. Und was verändert sich an der Qualität für die Menschen? So. Also jedes Unternehmen möchte so divers wie möglich sein, jede Fernsehshow möchte so divers wie möglich sein. Natürlich passiert es immer noch, dass in Talkshows weiße Menschen über nicht weiße Leute sprechen, aber es ist weniger geworden. Es ist inzwischen angekommen, dass man uns eben auch mit einbeziehen muss und nicht immer nur über uns sprechen kann. Ich bezeichne das momentan noch als böse als Trend. Ich denke aber, das ist natürlich irgendwo auch aufgesetzt teilweise, weil es eben gut ankommt und sich so gut verkaufen lässt. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, dass es eine gute Entwicklung ist, weil am Ende auch davon etwas bleiben wird. An dieser ganzen Identitätsdebatte, weil ich mich frage, ich möchte als POC wahrgenommen werden. Ich möchte als Mensch mit Behinderung. Ich möchte... So, okay, cool. Aber dann hast du dir hier... Jeder hat sich seine Schublade, seine Box geschaffen. Ich werde wahrgenommen als so und so, ich als so. Und was jetzt? Was machen wir draus? Ja, manche Leute haben ja 2 Papas, manche nicht. Genau. Ne? Die Leonie zum Beispiel und die Frieda, die hat 2. Mamas. Die hat 2 Mamas. Da ist nur Mädchen. Und Das hier ist sind nur Mädchen. Jung. Und hier sind nur Jungs. So gibt es ganz unterschiedliche Familien, ne? Ja, oder es gibt auch Jung und Frau. Manchmal hört es sich so hart an. Oder wenn jemand das fragt, oh, wo ist die Mutter? Und dann da sagen wir, er hat keine Mutter. Dann hört es sich für die Leute hart an. Aber das ist halt unsere Realität. Und für uns ist es halt normal so. Also Kinder wollte ich eigentlich schon immer haben. Ich glaube, so die Identität als schwuler Mann kam dann später. Aber das war dann sozusagen auch Kriterium für eine Partnerschaft dann. Also bevor er mich gefragt hat, ob ich ein Kind haben möchte, wusste ich schon, dass ihm wichtig ist, dass der Partner ein Kind haben wollte. Deswegen hätte ich erstmal auch nicht Nein gesagt. Oh. Den Dongali. Der Dongali. Ein extra Gespräch in dem Sinne, dass die sich erst noch mal beraten mussten, glaube ich, ne? Weil wir die ersten oder das erste homosexuelle Paar dort waren, die ein Kind angemeldet haben. Und sie haben miteinander so sich beraten und gesprochen, ob sie sowas wollen in dem Kindergarten. Vielleicht aber auch, weil es ein evangelischer Kindergarten Genau. ist. Naja, aber
gerade ein evangelischer Kindergarten, wo Liebe der höchste Gebiet ist, muss keine Frage sein, ob man 2 Männer oder Mann und Frau, das ist letztendlich egal, finde ich. Also dass es nicht mehr besonders ist, wenn man Genau. jetzt irgendwie sieht, wie 2 Väter mit einem Kind an der Hand durch den Park spazieren gehen. Ich glaube, für die Kinder, zumindest im Kindergarten, scheint so, dass für die es ganz normal ist. So, weiß jemand, was Plié bedeutet? Beugen, genau. Und wir beugen die Knie. Und wir strecken. Und die Fußgelenke sind aufgerichtet. Man hörte öfters, ja, eure Kinder werden schwul, weil sie damit aufgewachsen sind, 2 Schwule immer zu sehen. Und dann sage ich, aber ich komme aus einer Hetero-Familie. Ich habe immer meinen Vater und meine Mutter gesehen und bin ich trotzdem schwul geworden. Das ist immer die Frage, ist es jetzt an uns, Händchen halten, rumzulaufen, um eine Aufklärungsarbeit zu machen? Weil das ist ja nicht meine Intention. Wenn ich die Hand meiner Freundin nehme, dann mache ich das, weil ich die Hand meiner Freundin nehmen möchte und wir uns verbunden fühlen. Und dann möchte ich keine politische Aussage damit treffen, sondern einfach mit uns sein. Dann spielen wir jetzt 9 gegen 9 und schauen mal, wie es vom Platz geht. Wenn ich gesagt habe, ich spiele Fußball, dann alle so, was, du spielst Fußball? Du siehst gar nicht so aus. Also eher so. Also nicht, dass man mich verdächtigt hat, jetzt bist du lesbisch, weil du Fußball spielst, sondern, nee, wir glauben dir nicht, dass du Fußball spielst. Also, ja. Weiß ich nicht, das ist ja nicht nur Haare, da gehört ja auch mehr dazu. Klamotten, Laufstil, ja, also so Bewegungsabläufe. Also da denke ich schon, dass ich eher da das ein oder andere Klischee vielleicht erfülle. Die Männlichkeit wird einem abgeschrieben, wenn man schwul ist. Deswegen ist es schon was Schlechtes und man kann schlechter Fußball spielen, weil Fußball spielen ja nur Männer. Und wenn auf der Frauenseite die Frauen aber sehr gut Fußball spielen, dann kann das eigentlich nur sein, dass das Männer sind. Oder zumindest mannsartige Frauen. Und deswegen gibt es immer diese Vorurteile, die ja klassisch, wenn man auf den Platz schaut, einfach nicht belegt werden können. Aber dieser Männlichkeitsgedanke ist tatsächlich so prägend in diesem Sport, dass er eben auf diese Art und Weise dann diskriminierend ausgelegt wird. Vor dem ersten Spiel tatsächlich war ich relativ nervös, weil mir dann doch der Gedanke kam, ich gehe jetzt hier als offenschwuler Fußballspieler daraus. Per se für mich kein Problem, aber ich wusste eben auch nicht, weil ich noch keine Erfahrung hatte, wie der Gegner reagiert im Endeffekt. Sind die jetzt wirklich aggressiv uns gegenüber? Ist das ein Thema für die? Kann hier was passieren? Also ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Angst um mich. Aber im Kreis der gesamten Mannschaft, die dann wirklich so zusammenhält und auch merkt, wenn ein Spieler nervös ist vor so einem Spiel, hat mir das dann schon die Angst genommen und dann war es ein ganz normales Spiel. Wir haben, glaube ich, sogar gewonnen. Da können sich die Männer ehrlich ein Riesenstück von uns abschneiden, dass einfach Homosexualität im Frauenfußball präsent ist, dass es gelebt wird, dass es toleriert wird, dass es einfach irgendwo keine Rolle spielt. Also, weil man einfach miteinander spielt, egal wen man liebt. Das ist immer so eine Angst, die tatsächlich ein Hemmnis darstellt, dass sich Leute eben nicht outen. Ne? Weil externe Leute von außen sagen, guck mal, das ist der schwule Fußballer und nicht, guck mal, das ist der gute Fußballer. Ja? Obwohl das eine das andere ja nicht ausschließt im Endeffekt. Eigentlich sollte die Sexualität eines Spielers oder einer Spielerin auf dem Feld überhaupt keine Rolle spielen. Weil Sexualität schießt keine Tore. Wir sind ein Team! Bei uns spielen auch Transmänner mit. Ich glaube, auch da weiß der Gegner das im Endeffekt auch gar nicht. Das ist auch kein Thema, was der Gegner wissen muss. Wie gesagt, er muss wissen, dass da ein Fußballer auf dem Platz ist. Andersherum ist es natürlich hinsichtlich Frauenfußball dann schon eher ein größeres Thema, weil man hier etwaige körperliche Leistungsvorteile schon mehr sieht wahrscheinlich und dadurch Leute denken, der eine hat irgendwie einen Wettbewerbsvorteil aufgrund seines gebürtigen Geschlechts.
Ich habe tatsächlich Fußball gespielt, ja. Es ist nicht lange, ich mochte es auch überhaupt nicht, aber ich habe es tatsächlich eine kurze Zeit gemacht. Ich glaube auch, dass ich mich, ich sag mal, recht feminin bewegt habe, auch immer. Und das ist leider, das ist ein Punkt, der immer sehr auf Hass gestoßen ist, leider.